ein paar Dollar in der Tasche eines Einwanderers. Wie kann daraus das Fundament eines Imperiums entstehen, das bis zu einem der mächtigsten Stühle der Welt reicht? Dies ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, es ist ein über 3 Generationen geführtes finanzielles Schachspiel. Und am Ende dieses Spiels steht ein Name: Trump. Kein Imperium entsteht durch Zufall, dahinter steckt ein wildes Verlangen nach Macht. Dies ist nicht nur ein Stammbaum, es ist eine Doktrin, die lehrt, dass Angriff der einzige Weg zum Erfolg ist. Donald Trump wurde als die lauteste und aggressivste Frucht dieser Dynastie erzogen. In seiner Welt ist ein Kompromiss keine Option, sondern eine Niederlage. Heute entschlüsseln wir, wie der Name Trump zu einem Kriegsschrei wurde. Die Anatomie eines wilden Ehrgeizes über 3 Generationen beginnt jetzt. Alles begann in den nebligen Weinbergen von Karlstadt in Bayern. Die Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, in die für ihre Weine berühmte Rheinregion Deutschlands. Der älteste bekannte Vorfahre der Familie war Johann Philipp Trumpft. Doch der Nachname wandelte sich im Laufe der Zeit erst zu Trumpf und schließlich in Amerika zu Trump. Einer der ersten bekannten Vorfahren der Trump-Linie, Johann Paul Trump, wurde 1727 geboren und war ein Deutscher, der in der bayerischen Stadt Karlstadt lebte. Johann Paul bekam 1789 einen Sohn namens Johannes. Wie sein Vater arbeitete auch er als Händler und führte ein typisches deutsches Leben. Johannes wiederum bekam 1829 einen Sohn namens Christian. Christian Johannes war Weinproduzent. Doch im Jahr 1877 starb er im Alter von nur 48 Jahren an chronischen Atemwegserkrankungen. Er hinterließ hohe Arztrechnungen und eine Familie an der Armutsgrenze. Sein Sohn Friedrich, das 6. seiner 8 Kinder, war damals erst 8 Jahre alt. Friedrich wuchs mit seinen Geschwistern in einem bescheidenen Haus in der Frangenheimstraße auf und teilte sich mit ihnen dasselbe Zimmer. Er war ein schwaches und kränkliches Kind, zu schwach, um auf den Feldern zu arbeiten. Die tiefe Armut, in die die Familie geraten war, zwang seine Mutter Katharina zu einer schweren Entscheidung. Als Friedrich 13 Jahre alt wurde, schickte sie ihn in die Stadt Frankenthal, damit er dort als Lehrling bei einem Friseur seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Dieser Abschied war der erste Schritt jener berühmten Reise, die von einem kleinen deutschen Dorf bis zu einem globalen Imperium führen sollte. Im Jahr 1883 arbeitete der 14-jährige Friedrich in Frankenthal als Friseurlehrling 7 Tage die Woche, von der Morgendämmerung bis Mitternacht. Nach 2 Jahren harter Ausbildung hatte er den Umgang mit dem Rasiermesser und alle Feinheiten des Handwerks gelernt und kehrte als ausgebildeter Friseur in sein Heimatdorf Karlstadt zurück. Doch das Ende des 19. Jahrhunderts war für Europa eine Zeit des Aufbruchs und der Abwanderung. Statt hier zu bleiben, entschied sich Friedrich, Teil einer der größten Bevölkerungsbewegungen der Geschichte zu werden. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit, in der durch Revolutionen in Ernährung und Medizin die Bevölkerung Europas explosionsartig anwuchs. 10 Millionen Menschen bestiegen Dampfschiffe und strömten in die neue Welt, nach Amerika, um Hunger, Unterdrückung und Armut zu entkommen. Allein in den 1880er Jahren überquerten fast 1,4 Millionen Deutsche den Atlantik, um die Küsten der USA zu erreichen. Im Jahr 1885 traf Friedrich Trump eine Entscheidung. Entweder würde er in die neue Welt segeln oder, da sein Wehrdienstalter näher rückte, in der deutschen Armee dienen müssen. Anstatt im Namen eines militaristischen Deutschlands in einem Krieg zu sterben, entschied er sich dazu, seine gesamte nationale Zugehörigkeit hinter sich zu lassen und in das Land der Möglichkeiten, Amerika, auszuwandern. Am 7. Oktober 1885 bestieg er im Hafen von Bremen das Schiff SS Eider mit einem Ticket, das nach heutigem Geldwert nur etwa $20 kostete. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft begann er mit Rasiermesser in der Hand in einem Friseursalon zu arbeiten. Das erste Kapital der Dynastie begann sich auf den Friseurstühlen dieser engen Straßen anzusammeln. Von New York in den Wilden Westen, die erste Investition eines Imperiums. Mit steigendem Einkommen zogen sie von Stuyvesant Square in größere Wohnungen an der 104th Street um. Im vergoldeten Zeitalter New Yorks war das Leben in den überfüllten Mietshäusern so zerbrechlich, dass der Erfolg jederzeit erlöschen konnte. 1891 hatte Friedrich genug vom Friseurstuhl und richtete seinen Blick auf den amerikanischen Westen.
Damals war der Westen mit Goldrauschen, Ölfeldern und dem Homestead Act von 1862 ein riesiges Land der Möglichkeiten, das Millionen Menschen anzog. Friedrich entschied sich für Seattle, das erst 1889 zum Bundesstaat geworden war und sich nach dem großen Brand gerade schnell aus der Asche erhob. Mit den $600, die er in 6 Jahren in New York angespart hatte, kaufte er das Dairy Restaurant in der Washington Street 208 in Seattle. Statt selbst nach Gold zu suchen, entschied sich Friedrich dafür, die Goldsucher zu versorgen. Dies war der erste echte Besitz der Dynastie im Immobilien- und Dienstleistungssektor. Goldrausch und die Entdeckung der Gelegenheit, von Seattle bis Yukon. Mit dem Dairy Restaurant in Seattle bot Friedrich Trump nicht nur Essen an, sondern ein ganzes Dienstleistungspaket, das den harten Realitäten der damaligen Zeit entsprach. Das Viertel, in dem sich sein Geschäft befand, war ein Zentrum, in dem Saloons gleichzeitig auch als Bordelle genutzt wurden. Historiker halten es für sehr wahrscheinlich, dass Friedrich ums Überleben kämpfte, indem er diese Zimmer vermietete oder Kunden vermittelte. Doch Friedrich war nicht nur Geschäftsmann, sondern auch ein neuer Staatsbürger. Als 1896 in der kanadischen Klondike-Region Gold entdeckt wurde, war die Welt erschüttert. Tausende Menschen strömten mit dem Traum vom Reichtum nach Norden, während Friedrich Trumps Strategie viel sicherer war. Nicht selbst nach Gold suchen, sondern diejenigen ausnehmen, die danach suchten. 1894 verließ er Seattle und ging in das Bergbaulager Monte Cristo, an dem auch Rockefeller beteiligt war. Dort häufte er weiter Vermögen an, bis die Stadt zu einer Geisterstadt wurde. Auf dem Höhepunkt des Goldrausches ließ er sich in der Grenzstadt Bennett im Yukon nieder und gründete gemeinsam mit seinem Partner das New Arctic Restaurant and Hot Hotel. Die Bedingungen dort waren grausam. Wenn die Pferde im Schneesturm erfroren, landete ihr Fleisch direkt auf der Speisekarte. In seinen Hotels wurden Zimmer stundenweise vermietet und bezahlt wurde mit Goldstaub, der auf Präzisionswagen abgewogen wurde. Friedrich Trump grub nicht in Dreck. Er nahm sich seinen Anteil von den Träumen der anderen. Das war das erste wahre Kapital der Dynastie. Die Kunst, die Gier anderer in den eigenen Reichtum zu verwandeln. Anfang des 20. Jahrhunderts sah Friedrich die Zukunft von New York jenseits des East River. Während alle auf Manhattan starrten, blickte er auf die Sümpfe von Queens. Er wusste, dass die im Bau befindliche Queensboro-Brücke alles verändern würde. Er setzte sein gesamtes Vermögen auf dieses Ödland und wagte einen der klügsten Schachzüge der Geschichte. Dieser riskante Plan machte ihn vorübergehend arm an Bargeld. Doch als die Brücke 1909 eröffnet wurde, explodierte die Bevölkerung. Das erste echte Immobilienportfolio der Trump-Dynastie war geboren. Doch der Triumph war nur von kurzer Dauer. Im Jahr 1918, als die spanische Grippe die Welt erschütterte, brach Friedrich während eines Spaziergangs mit seinem 12-jährigen Sohn Fred plötzlich zusammen. Er starb mit nur 49 Jahren. Doch er hinterließ seinem Sohn mehr als nur Grundstücke. Er hinterließ das Fundament eines Imperiums, eine unerbittliche Doktrin: um jeden Preis gewinnen. Als Friedrich starb, lag die Verantwortung auf den Schultern des erst 12-jährigen Sohnes Fred. Da er noch nicht volljährig war, gründete er die Firma gemeinsam mit seiner Mutter unter dem Namen Elizabeth Trump & Son. Seine Strategie war klar: baue ein Haus, verkaufe es und beginne mit dem Gewinn das nächste. Er füllte die schlammigen Felder von Queens mit massengefertigten Häusern und wurde als der Henry Ford des Wohnungsbaus bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs erfand er eine Lüge, um dem deutschen Hass zu entgehen. Er behauptete, seine Familie sei schwedischer Herkunft. Diese neue Identität öffnete ihm die Türen zur Staatskasse. Er baute Tausende von Wohnungen mit staatlichen Fördermitteln. Fred war ein autoritärer Vater und ein unnachdiebiger Stratege. Er brannte seinem Sohn Donald eine Lektion ein, die alles verändern sollte. Du musst ein Killer sein. Es war ein Erbe der Grausamkeit, ein Vermächtnis, das keine Schwäche duldete. Donald Trump übernahm 1971 die Zügel und wischte die bescheidene Linie seines Vaters in Queens einfach weg. Sein Ziel war mehr als nur Gebäude. Er wollte an die Spitze der New Yorker Gesellschaft.
Sein erster Schachzug war es, den Namen Elizabeth Trump & Son auszulöschen. Er ersetzte ihn durch eine Marke, die nach reiner Macht roch: The Trump Organization. Mit den Millionen seines Vaters im Rücken stürmte er Manhattan. Er verwandelte das bankrotte Commodore Hotel in einen gläsernen Palast. Doch sein wahres Denkmal errichtete er 1983 an der Fifth Avenue, den 58-stöckigen Trump Tower. Donald war nun nicht mehr nur ein Bauherr, er war das charismatische und unbesiegbare Gesicht des amerikanischen Traums. Er vergaß nie die wichtigste Lektion seines Vaters: Gib niemals einen Fehler zu und bleibe immer im Angriff. Der Glanz der 80er Jahre verwandelte sich in den 90ern in eine harte Realität. Donald Trump stand vor einem Trümmerhaufen von $3 Milliarden Schulden. Seine Casinos gingen pleite und die Banken übernahmen die Kontrolle über seine Ausgaben. Doch selbst in diesem tiefen Fall war sein Vater Fred Trump wie ein rettender Anker zur Stelle. Mit einem geheimen Trick kaufte er Jetons im Wert von $3,5 Millionen, ohne zu spielen, um seinem Sohn Kapital zuzuführen. Die wahre Rettung für Donald kam jedoch nicht durch Gebäude, sondern durch eine Revolution des Images. Sein Buch The Art of the Deal machte ihn zum Guru des Erfolgs. Doch der gewaltigste Durchbruch war die NBC-Show The Apprentice. Jede Woche sahen Millionen Menschen die Geschichte des unbesiegbaren Bosses. Er war nicht mehr nur ein Bauherr aus New York, er wurde zum Entscheider für ganz Amerika. Der Ehrgeiz im Koffer eines Einwanderers hatte sich auf den Bildschirmen zu einer globalen Ikone entwickelt. 16. Juni 2015. Als Donald Trump die goldenen Rolltreppen des Trump Towers hinunterfuhr, vollendete er den letzten Zug einer 3 Generationen langen Strategie. Sein Slogan "Make America Great Again" wurde zu einem Kriegsschrei für Millionen von Menschen. Die Medien lachten, seine Rivalen unterschätzten ihn. Doch er nutzte die Regel, die er von seinem Vater Fred gelernt hatte: Gib niemals auf und bleibe immer im Angriff. In der Wahlnacht wurde das Unmögliche wahr. Staat für Staat färbte sich die Landkarte rot. Dieses finanzielle Schachspiel, das mit einem $20-Ticket im Koffer eines Einwanderers begann, endete auf dem mächtigsten Stuhl der Welt. Er sagte: Matt, dies ist nicht nur ein Name, es ist ein Imperium. Was war Ihrer Meinung nach das wahre Geheimnis dieses gewaltigen Imperiums? War es die List von Friedrich im eiskalten Yukon, die eiserne Disziplin von Fred Trump in Queens oder die Illusion der Unbesiegbarkeit, die Donald durch die Medien erschuf? Welcher Schachzug in diesem über 3 Generationen geführten Spiel hat Sie am meisten überrascht? Schreiben Sie es uns in die Kommentare. Wenn Ihnen diese Art von Macht- und Erfolgsgeschichten gefallen, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Geheimnisse der Geschichte zu verpassen. Machen Sie es gut und wir sehen uns im nächsten Video.